Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Queens, New York. Meine Augen werden müde, mein Rücken langsam schwach. Im Verkehr 6 Stunden, auf der Brooklyn Bridge bei Nacht. Doch egal wie lang, es gibt nichts, das ich lieber tu. Denn ich weiß, zu Hause wartest du. Mein Leben lang bleib ich bei dir, alles was ich brauch bist du. Heute gibt es ein richtiges Spezialvideo. Vor allem, da das hier ein deutscher Kanal ist. Denn heute bin ich hier in New York unterwegs, um ein paar Locations, Drehorte von der legendären Serie King of Queens, die wir alle so lieben, zu besuchen, beziehungsweise erstmal zu suchen. Ich habe online geguckt, wo es ein paar davon gibt. Einige davon sind gar nicht in Queens und nicht mal in New York, sondern in New Jersey. Aber die alle hier wirklich in Queens sind, die suche ich jetzt zusammen mit Ronald. Oh, ich habe noch gar kein Mikrofon. Hallo. Falls ihr ihn noch vom letzten Video kennt. Er wohnt in Queens und witzigerweise wohnt da sogar ganz in der Nähe von einer der Locations, was wir... Das wusstest du gar nicht, Ja, ne? also direkt von meinem Fenster kann ich die Apartmentwohnung Von Deacon und Kelly. Genau. Quasi. Da kommen wir auch noch hin, aber wir stehen jetzt gerade schon vor einem der wichtigsten Orte. Das hier ist die Unisphere, die Ja. man im Intro sieht. Carrie und Doug, wie sie hier im Park liegen, und ich habe gerade gemerkt, dass, glaube ich, sogar Arthur im Hintergrund rumläuft. Und das Ding ist einfach 10-mal größer, als ich gedacht hätte. Und ich versuche einfach mal, die Szene hier zu rekreieren, diese eine Sekunde. Das Problem ist, diese Bäume hier standen vor 30 Jahren, ich meine, das wurde in den 90ern gedreht, die standen noch nicht da. Ich glaube, wir müssen da vorne hin. Und Action! Sehr gut. Ja, sehr gut. Nummer 1 geschafft. Tatsächlich in Amerika, witzigerweise, kaum jemand hat King of Queens. Ja. So, also viele von meinen Freunden in LA, die kennen King of Queens nicht mal. Aber in Deutschland ist es super beliebt, oder? Das ist eine, Also eine Ja. der beliebtesten Serien aller Zeiten. Hast du es hier auch nicht geguckt, oder? So, ich wir glaube, sind ja eine ungefähr Folge gleich habe ich Alter. gesehen. Vielleicht eine Ja. Folge. Vielleicht ältere, ich weiß nicht, aber ich habe auch ältere Freunde, die haben das auch nicht geguckt. Naja, die deutsche Synchro ist halt auch sehr gut in dieser Serie, muss man sagen. Wie sind Sie da reingekommen? Wenn wir bezahlen. Ah, okay. Ja, das machen wir heute nicht. Aber hier sind die US Opens. Das wichtigere Stadion ist aber dahinter. Hier ist das Citi Field. Das ist das Stadion der Mets, die New York Mets, der Baseballverein. Und wir alle wissen, Doug und Fun Fact, auch Kevin James, der Doug spielt, sind große Fans der Mets. Das Stadion, das in der Zeit das Mets-Stadion war, während die Serie gedreht wurde, ist gar nicht das hier. Das ist genau dahinter. Und ich glaube, man kann da gar nicht mehr viel von sehen. Und wir werden da jetzt nicht hin. Das ist jetzt das neuere Stadion seit 2008. Falls jemand von euch ein neues Moped braucht, ja, es liegt einfach hier. Unfall gehabt, einfach hier liegen lassen.
alles so dicht beieinander und laut und die Bahn, wenn hier vorbeifährt und da sind Häuser. Wow. Die hören das alle 5 Minuten. Das ist so laut, wenn die Bahn hier oben lang fährt. Wir sind übrigens in Corona-Karte. So heißt der Stadtteil vom Stadtteil Queens. Genau. Borough. Queens ist ja eine Borough. Das ist ja im Prinzip Stadtteil, aber das ist auch noch ein Stadtteil des Stadtteils. So, genau hier, die Adresse ist unten eingeblendet, ist die Titelsequenz. Da kommt der Truck, so, und dann ist hier geschnitten. Leider ist hier gerade ein Taco-Truck vor, das heißt, es ist nicht optimal, aber es ist immerhin suboptimal. So, okay, so haben wir es. Oh, perfekt, das ist der UPS-Truck. My eyes are getting weary. Über 20 Jahre her, dass das gefilmt wurde. Sieht ein bisschen anders aus, aber man erkennt es schon. Auf jeden Fall viel los hier. Oh, Geldtransport. Verrückte Ecke, muss man sagen. So, wir sind immer noch im gleichen Stadtteil und wir sind gerade bei der nächsten Location angekommen. Wir sind immer noch im Intro der Serie, aber hier eine ganz wichtige Stelle und zwar Limoneneis. Nein, das ist nicht, wo Arthur im Rückblick das Limoneneis kauft, sondern wo Doug im Intro das Eis kauft und das ist original. Erstens dieser Laden und zweitens, also sieht aus, als hätten sie in den Jahren das Schild nicht mal ausgewechselt. Das sieht wirklich noch genauso aus. Could I get 1 scoop of chocolate, please? And 1 scoop. Thank you very much. All right. I think that's everything. Thank you. But I got a question. Do a lot of people come here because, well, there's a TV show that was... Yeah. Germany, you got the last week, a lot of Germans been coming. Okay, it's an American show, but it was very popular in Germany. I never really watched it. He is American, I'm German, but... Yeah, I'm the guy serving him. I served him. What, did you actually do it? Yeah, 20 years ago. Whatever. Wow. You actually did. Yeah. Yeah. Ja. Thank you. Das ist wirklich Eis. Ich glaube, das ist selbst die Schokolade, das ist gefrorenes Wasser halt. Genau. Aber bekannt für das Limoneneis. Und normalerweise habe ich ja im Rom gesagt, immer eine Schoko und Vanille. Ich dachte mir, das probiere ich jetzt mal. Und das ist tatsächlich ganz gut. Der ist halt auch wirklich richtig beliebt und sehr, sehr bekannt. Deswegen für diese 4 kleinen Dinger $12. Aber man gönnt sich ja sonst nichts und King of Queens. Aber ich frage ihn jetzt, ob er die Szene mit mir nachstellen möchte. Mal gucken, okay, der war sehr nett. Machen wir mal kurz gleich. Okay. Okay, thank you very much. Have a good day. Bye bye. Nur, dass ihr es wisst, wir haben das gerade zweimal hintereinander gemacht, weil ich vergessen habe, die Kamera anzumachen. Und wir geben den schon seit 10 Minuten hier auf die Nerven. Aber super netter Typ. Also kommt auf jeden Fall zum Lemon Ice King of Corona. Ein legendärer Eisladen hier von King of Queens. All my years on the run. So, hier kleiner Zwischenstopp, aber nicht ganz so wichtig, weil es hauptsächlich nur von drin gezeigt wird und wahrscheinlich auch nicht mal dort gefilmt wurde. Aber das hier ist das Einkaufszentrum, wo Doug und Carrie shoppen gehen.
Wie ist nochmal Queen Center Mall? Genau, Queen Center Queen Mall. Center Mall, aber wir wollen eigentlich nach da. Okay, wir sind fast da, aber diese Gebäude sehen alle gleich aus hier. Deswegen wissen wir noch nicht ganz, welches es ist. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Gucken gerade, ob irgendwelche Läden davon noch zu sehen sind. Und ja, also müssen es die beiden sein hier. Lass uns auf die andere Ja, wir Straßenseite müssen gehen. hier überqueren. Und da haben wir Danny's und Spencers Apartment. Und so sieht das ungefähr aus, wenn Sie diesen, so nennt man das hier, Establishing Shot. Die zeigen quasi das Apartment und dann wird reingeschnitten. Natürlich haben die nicht hier in dem Apartment selber gedreht, sondern wie es bei einer Sitcom üblich ist, haben die das auf einer Soundstage gedreht und ganz einfach in einem Studio ein Set gebaut von dem Apartment selber. So ungefähr. Wobei ich gerade nicht weiß, ob das ein Schwinger ist oder so, muss ich nochmal nachgucken. Danny und Spencers Apartment. Ja, das hier ist übrigens Queens Boulevard, eine sehr große Hauptstraße in Queens. Und, falls jemand Entourage geguckt hat, die Serie, sehr witzige Serie, guter Einblick in den Hollywood Lifestyle. Aber da machen sie einen Film über Queens. Der Film heißt Queens Boulevard. Wie diese Straße hier, Queens Boulevard. Wurde aber hier wahrscheinlich nicht gedreht. Das ist nur ein kleiner Fun Fact. Was soll ist das? Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Are we falling further? Are the lights that take us home when everyone is gone? Are we breaking tidal to ask the question why? Jetzt sind wir aber hier. Forest Hills in Queens. Und hier gibt es sehr viel gutes Essen. Und hier sind wir schon in einer dieser Straßen. Wir gehen jetzt irgendwo kurz was essen, bevor wir die letzten drei Locations für heute hier abklappern. Raised up his little sister on his own. He brushed her hair and watched her grow. Maybe I was wrong. Die ist sehr bekannt. Martha's Country Bakery. Country. Okay. Wir können einfach so einen ganzen Kuchen hier nehmen. Berry Napoleon, das ist das Beste. Oh. Aber ich mag nur Schokolade. Echt? Alles Schokolade. Keine Beeren? Beeren und ist auch Schokolade drin? Nee, leider. Fast wie in Deutschland. Fast. Aber fast. Okay, was sagst du so? Du kennst es ja in Hamburg. Gibt es hier irgendwas, das an deutsche Backkunst herankommt? Wie heißt diese Schokohörnchen? Das vermisse ich. Das Beste ist aber Franzbrötchen, oder? Nein. Franzbrötchen? Magst du nicht? Was? Kaiser, warte, wie heißt diese Kaiser? Nicht irgendwas Besonderes, aber man isst sie zum Frühstück. Einfach die normalen Brötchen. Ja, genau, aber die Ja. heißen Kaiser. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß es auch gerade nicht. Ich will das rausfinden. Kaiserbrötchen. Kaisersemmel. Kaisersemmel, okay. Genau. Aber hier Man nicht bekommt- ganz so gut hier. Nicht ganz. Also es gibt polnische Bäckerei, die haben. So, im Vergleich zu Deutschland ist es mehr süße Sachen. Also hier würdest du kein Brot so wirklich finden, so dunkles Brot oder irgendwas. Genau, hauptsächlich. Oh, der sieht aber gut aus hier. Oreo. Oreo.
Hier sind wir wieder bei Queens Boulevard und dieses Haus hier ist ein weiteres Apartmentgebäude von einem der Charaktere. Und zwar Deacon und Kelly wohnen hier. Ich gehe noch mal näher ran, aber an dieser Stelle muss man einfach sagen, ey, die Gebäude hier sehen alle fast gleich aus. Und zwar die ganze Straße runter, also kilometerlang. Am Ende des Videos noch mal ein großer Shoutout gleich an die Person, die die Locations rausgesucht hat von diesem Blog online. Das muss Monate gedauert haben, um alle diese Locations Jahrzehnte später zu finden. Also wirklich der Hammer. Okay, so ungefähr ist der Establishing Shot in der Show. Nur, dass dieses Schild davor noch nicht stand. Ungefähr so. Deren Apartment war wieder auf einer Soundstage in einem Studio wurde das dann gebaut. Hier drin wurde natürlich auch nicht gefilmt, sondern nur von außen. Und jetzt zur nächsten. So, leider musste Ronald mich jetzt verlassen und ich werde die letzten beiden Locations alleine machen. Das ist tatsächlich auch wieder Wahnsinn, dass hier nach all den Jahren immer noch ein Obststand ist. Hier gehen die beiden nämlich lang, die laufen da einfach dran vorbei. Im Intro. Ganz genau hier. Thank you very much. Ja, manchmal zwingt einen YouTube aus der Komfortzone zu gehen. Also das ist was ich normalerweise oder wo ich mich lange vor sehr gescheut habe, Leute anzusprechen und nach irgendwas zu fragen, vor allem sowas Komisches wie jetzt gerade. Da habe ich gerade zwei Fremde angesprochen und gefragt, könnt ihr mir kurz die Kamera halten? Ich versuche das Intro von so einer Fernsehserie, die sie auch nicht kannten, nachzustellen. Naja, hier bin ich immer noch in Forest Hills in Queens und hier ist es echt, plötzlich ist man in so einer ruhigen Nachbarschaft, die man auch in einer deutschen Stadt so sehen könnte. Hier Ziegelsteinhäuser. Die Häuser sehen alle so recht normale Häuser, sage ich mal, die aber locker alle mehrere Millionen kosten. Wir sind immer noch in New York hier und ich meine, so ein Haus mit Garten, ich habe jetzt nicht auf Zillow oder so geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Häuser hier alle um die 3 Millionen plus sind. Und dann so ein großes hier zwischendrin, das ist auch super schön. Dann noch mal um einiges mehr. Okay, das hier ist wirklich sehr nett. Richtiger Burgturm hier. Nummer 150. Das kann sich Beramis kaufen für mich. So ist ja eigentlich. Super schöne, einfache, ruhige, also einfach ist sie nicht, aber ruhige Nachbarschaft. Und das ist immer noch New York, ne? Sowas erwartet man halt nicht, wenn man sonst nur Manhattan kennt oder Brooklyn. Naja, Brooklyn hat auch sowas, aber vor allem Manhattan steht ja immer einfach nur für New York, mehr oder weniger. Aber das ist eben auch New York City hier. Und wo wir gerade in so einer Nachbarschaft sind, da könnte man ja auch denken, ach ja, hier steht ja auch Doug und Carries Haus irgendwo. Aber nein, das steht zum Beispiel in New Jersey, gegenüber von New York City quasi. Könnte man sich aber hier so zwischendrin vorstellen. Das gleiche gilt auch für ein paar andere Locations. Die werde ich alle am Ende im Video noch auflisten. Es kommt auch noch der Link zu dem Blog, wo ich die Adressen her habe. Wer wirklich noch mehr sehen möchte als das, was ich gezeigt habe. Und ich zeige am Ende des Videos auch nochmal die Route, die ich heute gegangen bin. My eyes are getting weary, my back is getting tight. I'm sitting here in traffic on the Queensboro Bridge tonight. But I don't care, 'cause all I wanna do is cash my check and drive right home to you.
'Cause baby, all my life I will be driving home to you. Doch egal wie lang, es gibt nichts, das ich lieber tu. Denn ich weiß, zu Hause wartest du. Mein Leben lang bleib ich bei dir. Mein Leben lang bleib ich bei dir. Mein Leben lang bleib ich bei dir. Alles, was ich brauch, bist du. Alles, was ich brauche. Alles, was ich im Leben brauch, bist du. Ja, King of Queens ist nur eine Fernsehserie. Eine Serie, die sehr viel Spaß macht, zu gucken. Darüber hinaus ist sie aber noch sehr viel mehr und ich denke, es geht einigen da draußen ähnlich. Der Gedanke an eine Serie wie diese transportiert mich sofort zurück in unser altes Wohnzimmer, wo ich am Nachmittag mit meinen Brüdern eine Folge schaue. Mit meinen Großeltern, die nun nicht mehr da sind. Oder gar mit der ganzen Familie. Erinnerungen. Für mich, vor allem da ich nun auf der anderen Seite des Planeten bin, wichtige Erinnerungen, die mir jedes Mal, wenn sie hervorkommen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber sogar ohne diesen Nostalgiefaktor schafft diese Serie dies immer noch, wenn man sich mal wieder eine Folge anschaut. Also vielen Dank an Doug, Carrie, Arthur, dem Cast, Crew und den Machern von King of Queens für die unzähligen Momente der Freude, die sie vielen von uns bereitet haben und die Erinnerungen daran. Und hier vor mir haben wir die letzte Location für heute. Immer noch direkt neben der Cooper Avenue, aber leider nicht mehr den gleichen Namen. Das Coopers. Jetzt heißt es allerdings Your Man's Irish Pub. Ein irischer Pub, so ungefähr. Es ist da als Establishing Shot mit anderen Autos davor natürlich. Anderes Design, aber das hier ist es. Das Coopers. Und damit beenden wir unsere heutige King of Queens Spezialtour hier in Queens. Und es geht zurück nach Hause nach Los Angeles. Hier könnt ihr euch erstmal die genaue Tour, die ich gemacht habe, abfotografieren. Scheint zwar seit 2014 inaktiv zu sein, aber nochmal ein großes Dankeschön und Respekt an die Person hinter dem New York City Explorer Blog, wo die ganzen Locations gelistet sind. Zwei weitere, die ihr noch besuchen könnt, wären natürlich das Heffernan House, das in der Serie zwar hier ist, aber in Realität gegenüber von New York in Cliffside Park, New Jersey ist. Dougs Arbeitgeber IPS befindet sich in Brooklyn und das einzige, was man noch easy in meine Tour packen könnte, wäre Richie's Firehouse, das sich ebenfalls in Queens befindet. Also viel Spaß bei der Tour, solltet ihr sie machen, ist ein cooler mehrstündiger Spaziergang durch die verschiedenen Gegenden in Queens. Kann es nur empfehlen. Damit danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und hört gerne auf allen Musikplattformen da draußen in meine Klaviermusik rein, wenn es euch interessieren sollte. Extra Dankeschön an alle Patreonen, YouTube-Mitglieder und Merch-Käufer und bis zum nächsten Video. Liebe Grüße in die Heimat und Peace.